Nachdem wir jetzt unseren Frame aufgebaut haben, müssen wir uns noch die Software runterladen, die wir benötigen, um den Content auf den Frame aufzuspielen. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam auf unserer Homepage. Du gehst auf dfp.media, dann auf den Bereich LED Solutions und da scrollst du ein Stückchen runter und dann kommst du hier direkt schon zu unserem Download-Bereich. Hier findest du noch ein paar mehr Sachen, unter anderem zum Beispiel unser Handbuch. Und was wir jetzt brauchen, sind die beiden unteren HD-Player und HD-Set. So, HD-Player brauchen wir, um den Content auf den Frame aufzuspielen und HD-Set brauchen wir, um die Hardware zu konfigurieren. So, diese Software gibt es aktuell nur für Windows. Für iPhone oder Android-Geräte gibt es auch eine App, aber dazu gibt es ein extra Video. So, jetzt laden wir die zwei Sachen mal runter. Einmal Player, einmal Set. Nachdem du dir jetzt die Software von unserer Homepage runtergeladen hast, wollen wir jetzt den HD-Set installieren, um unsere Hardware zu konfigurieren. Also wir gehen einmal in den Download-Ordner und öffnen das mit einem Doppelklick. Dann sagst du, ja, ich möchte zulassen. Als Sprache nimmst du bitte Englisch, einfach nur aus dem Grund, weil die deutsche Übersetzung nicht so gut geglückt ist. Sagst okay und einmal Next. Jetzt sollst du bestimmen, wo du es hinhaben möchtest. Das heißt, deinen Pfad angeben. Das machst du bitte. Wir nehmen das, was eingestellt ist und sagen einmal installieren. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, aber eigentlich geht es ganz fix. So, und jetzt gehst du auf Fertigstellen. Dann kannst du das Fenster hier schließen und dann siehst du auch schon hier dieses Fenster, das sollte aufgehen. In diesem Fenster kannst du jetzt hier oben auf der linken Seite sehen, dass wir nicht verbunden sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Frame konfigurieren wollen, müssen wir den Rechner erstmal mit dem Frame verbinden und das machen wir via Netzwerkkabel und natürlich einmal Stromkabel und einschalten. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. So, und jetzt siehst du, es hat sich was verändert. Wenn das jetzt bei dir so aussieht, dann ist das sehr gut. Du siehst hier unten, wir sind verbunden und hier erscheinen 6 grüne Häkchen. Sollte da ein Häkchen fehlen oder das nicht so aussehen, dann stimmt irgendwas nicht. Hier auf der linken Seite erscheinen deine ganzen Netzwerke. Es kann ja sein, dass du nicht nur einen Frame hast, sondern 5 oder 10 und die würden hier alle aufgelistet sein. Wichtig ist, dass du den Frame auswählst, den du konfigurieren möchtest. Wir haben jetzt hier nur einen, der ist schon ausgewählt, das passt. So, dann gehen wir auf Screen Configuration. Dann geht dieses Fenster auf. Hier siehst du 3 Reiter. Wir haben einmal die Sendcard-Parameter, die interessieren uns gar nicht. Dann haben wir hier die Receive-Card-Parameter. Diese Werte lässt du bitte so, wie sie sind, nichts verändern, denn die Werte sind alle aufeinander abgestimmt und wenn du auch nur einen Wert um ein bisschen veränderst, dann stimmt alles nicht mehr zusammen. Also hier am besten einfach Finger weg. Was uns interessiert, sind die Connection Settings. So, jetzt ist es so, dass du dieses Bild haben solltest, denn das ist unsere Standardkonfiguration. Jetzt gehen wir aber erstmal hier auf die rechte Seite und ich erkläre dir hier, was du hier alles einstellen kannst und was die wichtigen Einstellungen sind. Zum einen siehst du hier die 4 Netzwerkports. Auf dem Frame hinten heißt es Screen 1 bis 4. Dann hast du hier die verschiedenen, die Spalten und die Reihen. Hier kannst du mit dem Pfeil Spalten oder Reihen zufügen oder eben auch wieder wegmachen. So, das hier ist die Gesamtauflösung der angewählten Spalten. Ja? Wir haben hier in unserem Fall einen Indoor-Frame mit 384 Pixel in der Breite und 960 Pixel in der Höhe. Und hier unten werden die Pixel angezeigt, die Auflösung von einer Spalte. Wenn du sehen möchtest, wie das mit den Spalten aussieht auf deinem Frame, dann kannst du hier mal auf Mapping klicken.
und dann siehst du hier die 3 Spalten. So, bei unserem Indoor-Frame eine Spalte, 128 Pixel in der Breite, 960 Pixel in der Höhe. Die Optionen hier unten, die interessieren uns erstmal überhaupt nicht, die können wir einfach mal ignorieren. So, sollte das jetzt hier, wie gesagt, so aussehen, dann ist alles wunderbar. Dann gehst du auf Send and Curing und dein vorbereiteter Content sollte einwandfrei auf dem Frame erscheinen. Sollte das nicht der Fall sein und es sieht zum Beispiel so aus, dann bedeutet das, dass deine Receiving Cards nicht miteinander verbunden sind. Und das müssen wir jetzt machen, dann müssen wir die verkabeln. Wichtig ist, dass du hier drüben den richtigen Netzwerkport angewählt hast. Wir haben nur einen, also der erste muss angeklickt sein. Und dann gehst du von links nach rechts. Wichtig, dass du die Reihenfolge beibehältst, so wie du auf den Frame drauf schaust. Erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte. So, jetzt sieht das wieder so aus wie bei der Standardkonfiguration. Wenn das jetzt so aussieht, dann ist alles gut. Dann gehst du auf Send and Curing und hast dein Frame konfiguriert. Jetzt gehen wir mal davon aus, du möchtest deine Bildfläche vergrößern und einen zweiten Frame zuschalten. Dann unser Indoor-Frame 3 Spalten, unser Outdoor-Frame 4 Spalten. Wir haben jetzt hier den Indoor-Frame. Dann gibst du hier 3 weitere Spalten hinzu und möchtest du siehst hier, die Receiving Cards sind wieder nicht verbunden. Das heißt, das machen wir genauso wie bei dem ersten. Du wählst hier drüben den zweiten an und dann musst du wieder deine Receiving Cards miteinander verbinden. Und jetzt gehst du wieder auf Send and Curing und dann wird dein Content auf der größeren Fläche aufgespielt. Und das kannst du jetzt machen mit noch einem, mit einem dritten, mit einem vierten und so weiter. So, wenn du das Ganze jetzt abspeichern möchtest, dann hast du auch die Möglichkeit, hier unten über Export diese Konfiguration zu speichern und über Import das nächste Mal wieder reinzuspielen.